unser Spiel durchziehen, an uns glauben, das Maximum rausholen und dann wird es ein geiler Kick hoffentlich. Ich will Jude auch nicht auf die Bank machen, muss ich ehrlicherweise sagen. Ja, Greg, allzu lang war die Pause nicht, aber ein paar Tage hattet ihr doch frei. Wie gut tat es denn auch mal abschalten zu können? Tut immer gut, ne? Klar. War eine kurze Zeit, aber trotzdem, ich glaube, so eine Woche, die reicht ab und zu schon, um einfach ein bisschen den Kopf frei zu kriegen und wieder mit Vollgas jetzt auf die Rückrunde zu gehen. Aber so ganz ohne Fußball, habe ich gesehen, bei Instagram ging es dann doch nicht, oder? Nee, ganz ohne geht's nie. Das ist so, Fußball ist immer dabei. Gab es eigentlich Rückmeldungen von ein paar Kollegen? Nee, nur von Zero hat sich, glaube ich, gemeldet gehabt da noch, ne? Ja, One-Shot. One-Shot? One-Shot, immer One-Shot. Ihr seid jetzt nach ein paar Tagen wieder zusammengekommen. Wie ist denn die Stimmung in der Mannschaft? Alle wieder Bock, dass es losgeht? Alle Bock, dass es wieder angeht. Ich glaube, wir haben eine gute Stimmung gehabt. Haben jetzt auch mal ein paar Tage gehabt zu trainieren. Wie du schon gesagt hast, es ist nicht lange. Es geht jetzt direkt wieder los. Das heißt, es geht jetzt einfach darum, wirklich, dass wir wieder vom Fokus und vom Mindset wieder ins Alltagsgeschäft gehen. Jetzt kommen die Wettkämpfe wieder, jetzt geht's wieder um 3 Punkte, muss wieder gefightet werden. Jetzt haben wir noch ein paar Tage, um da voll uns vorzubereiten. Und ich meine, es fängt direkt wieder mit einem ordentlichen Gegner an, wo sicher kein einfaches Spiel wird. Deswegen sind wir von Anfang an, von Tag 1 wieder 100% gefordert. Mabea ist dieses Jahr ausgefallen, kann man glaube ich sagen. In den letzten beiden Jahren habt ihr da ja schon auch immer einen sehr guten Grundstein dann auch für eine erfolgreiche zweite Saisonhälfte gelegt. Bist du eher so der Trainingslager-Typ oder passt es dir eigentlich ganz gut, dass es nicht weggegangen ist? Ich glaube, es kommt immer auf den Kontext drauf an. Ne? Ich meine, ich finde das Trainingslager in Mabea super. Ich bin gerne da immer. Ne? Wir haben super Bedingungen, um zu arbeiten und ich glaube, es ist auch immer wieder mal was Spezielles, wenn man so als Team irgendwo hingehen kann. Aber dieses Jahr haben wir so wenig Zeit gehabt, ne? So wenig Tage gehabt und wenn du dann 2 Tage verlierst, nur mit Reisen, nur schon, bis du da dich ein bisschen anklimatisiert hast und dich ein bisschen im Trainingslager angekommen hast, bist schon wieder weg. Von daher finde ich super, dass wir hier geblieben sind, weil wir jetzt einfach die Tage, die wir haben, die wir zur Verfügung haben, optimal nutzen können und 100% arbeiten können. Wie ist es eigentlich für dich als Torhüter, so wenn es draußen kalt ist, fetzen die Bälle da ein bisschen mehr, wenn du die abbekommst? Tatsächlich ja, wenn du abgeschossen wird, tut's mehr weh und Finger ist das große Thema. Finger werden taub, ne? Wenn du zu lange draußen bist. Na gut, das kann dann schon wehtun. Ja, fürs Gefühl ist nicht so gut, ne? Wenn du deine Finger nicht mehr spürst. Dann, ja, das Bälle fangen ist es nicht optimal. Die Trainingswoche insgesamt, wie war's? Gute Woche. Ich meine, es ist keine lange Woche, aber wir haben sehr viel trainiert, viele Doppeleinheiten auch gehabt. Wir haben so versucht, so viel wie möglich anzugucken, so viele Einheiten wie es geht runterzukriegen, um gewisse Trainingsreize auch natürlich zu setzen. Ne? Und von daher glaube ich, was bisher eine erfolgreiche Woche ist, noch nicht ganz zu Ende. Und jetzt geht es darum, es gut zu Ende zu bringen, um vor allem ein gutes Spiel zu machen.
Wie blickst du auf die erste Saisonhälfte, die ja dann mit dem Auswärtssieg in Wolfsburg abgeschlossen wurde, zurück? Ich glaube, viele Ups und Downs. Ne? Ich glaube, wir haben überragende Phasen auch immer wieder gehabt in der Saison, also in der Hinrunde, wo wir extrem gut gespielt haben. Wir haben auswärts natürlich unsere Probleme gehabt, was vor allem die Punkteausbeute angeht. Von daher, ich glaube, wir haben sehr viel Gutes gezeigt. Leider es einfach nicht durchziehen können und immer wieder auch kleine Rückschritte gehabt. Von daher glaube ich trotzdem, dass wir es vor allem auch gegen Ende haben wir sehr gute Spiele auch wieder mal gezeigt. Und jetzt geht es einfach darum, dass wir unsere Form finden, dass wir das bestätigen können Woche zu Woche, dass wir wissen, worauf es drauf ankommt. Ich meine, wir haben jetzt uns in ein gewisses Defizit gespielt, wo es wieder aufzuholen gibt. Von daher muss einfach jeder wissen, um was es geht und dann Vollgas gemeinsam angreifen, dass wir einfach möglichst viele Punkte holen, möglichst viele Spiele gewinnen und einfach das Maximum, was geht, noch rausholen. Ne? Du hast gerade schon die Tabellenkonstellation angesprochen. Es ist nach oben sind es ein paar Punkte, aber auch nach unten sind es jetzt nicht so wahnsinnig viele. Wie wertest du die Ausgangslage? Ja, wie schon gesagt, natürlich in ein gewisses Defizit gespielt, aber jetzt nichts, von dem du jetzt nicht auch wieder was gut machen kannst. Ne? Das ist das Schöne am Fußball. Ne? Es geht immer weiter und du hast immer die Möglichkeit, aus wieder was gut zu machen. Ich glaube, wir haben die Möglichkeiten und die Tools dafür, haben wir alle. Das haben wir gezeigt, dass wir das haben. Jetzt gilt es darum, dass wir das auf den Platz bringen und dass wir da eine gewisse Abfolge von Spielen hinkriegen, wo wir einfach gewinnen, wo wir die Punkte holen und dann möglichst auch mit der Spielidee und dem Spielstil, wo wir wollen. Und dann bin ich positiv, dass wir da eine geile Rückrunde spielen können. Mit welchen Zielen gehst du in dieses nächste Halbjahr? Ich glaube, einfach das Maximum rausholen, was wir haben. Wir haben 2 Wettbewerbe noch, auf die wir uns komplett fokussieren können. Bundesliga und Champions League. Im DFB-Pokal sind wir leider raus. Von daher heißt es einfach dass wir da alles rausholen, möglichst viele Spiele gewinnen, in der Champions League so weit wie es geht nur irgendwie kommen. Ich glaube, jeden Tag müssen wir an uns arbeiten, müssen wir versuchen, das Maximum rauszuholen, um besser zu werden, als Team besser zu werden, individuell Schritte zu machen. Und ich glaube, alles andere, der Erfolg wird dann von alleine kommen, wenn wir jeden Tag mit dem Mindset reingehen, dass wir einfach das Maximum wollen, so viele Spiele gewinnen wollen, wie es nur irgendwie geht. Bei uns selber anfangen, die eigene Leistung in den Vordergrund stellen. Ich glaube, dann können wir sehr viel rausholen, auch diese zweite Hälfte noch. Ihr steigt am Freitag wieder in dieses Hamsterrad ein. Der Januar ist pickepacke voll. Nur englische Wochen. Wie blickst du auf diesen Monat? Nicht einfach, ne? Jetzt nach der kleinen Pause direkt da wieder einzusteigen und direkt wieder so ein Pensum zu fahren von Anfang an. Klar, es war jetzt auch nicht eine super lange Pause, von daher brauchst du jetzt auch nicht so lange, bis du da wieder drin bist. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich schon eine Ansage, wenn du da so viele Spiele hast. Aber Challenge annehmen, glaube ich, ne? Das gehört dazu, da können wir eh nichts machen. Von daher, Herausforderung steht an und jetzt müssen wir gucken, dass wir da das Beste draus machen. Und es ist auch eine gute Chance für uns, dass wir sehr schnell sehr viele Spiele gewinnen können und auch sehr schnell wieder besser dastehen können. So sieht's aus. Es geht los gegen Leverkusen. Kracher, du hast es vorhin schon gesagt, der deutsche Meister kommt in den Signal Iduna Park. Wie bereitet ihr euch auf so einen Gegner vor? Ich denke, das Mindset ist klar, ne? Wir wollen das Spiel gewinnen, so wie immer. Und wir wissen natürlich um die Qualitäten von Leverkusen. Ist eine überragende Mannschaft, hat letztes Jahr gezeigt, hat es dieses Jahr gezeigt auch wieder. Sind super gefährlich, haben überall wirklich Schlüsselspieler und extrem gefährliche Spieler. Von daher glaube ich, ist es sicher wird es ein herausforderndes Spiel, aber nichts, was wir nicht auch bewältigen können. Ich glaube, da müssen wir einfach unser Spiel durchziehen, an uns glauben, das Maximum rausholen und dann wird es ein geiler Kick hoffentlich. Einer der Schlüsselspieler bei Leverkusen ist Florian Wirtz. Freut man sich auf Duelle gegen solche Spieler dann im Speziellen nochmal oder bereitest du dich dann vielleicht auch nochmal gesondert davor auf solchen Spieler mit den Analysten oder ist das ein Spiel wie jedes andere dann? Die Challenges finde ich immer cool. Ne? Also Challenges und gegen gewisse Spieler spielen hat natürlich immer einen gewissen Reiz, aber du weißt eh nie, was aufs Tor kommt. Ne? Also ob jetzt der Wirtz kommt oder ob ein anderer kommt, am Ende muss ich einfach das halten, was aufs Tor kommt, im besten Fall. Und von daher versuche ich mich einfach so gut wie es geht auf alles vorzubereiten, was kommen könnte, damit ich ready bin und sehe, was kommt. Wir waren letztes Jahr neben dem VfB Stuttgart die einzige Mannschaft in der Bundesliga, die nicht verloren hat gegen Leverkusen. Zu Hause hätte es fast gereicht, wenige Sekunden haben dann nur gefehlt. Jetzt ist das an sich mehr oder weniger die gleiche Mannschaft. Da gab es kaum Abgänge, kaum Zugänge. In dieser Hinsicht könnt ihr aus diesem Spiel, aus diesem Heimspiel irgendwas auch ziehen für die Partie am Freitagabend oder ist das zu weit weg?
Nee, ich denke sicher, dass wir daraus auch unsere Schlüsse ziehen konnten. Ich glaube, es zeigt vor allem etwas, was wir aber auch sonst immer wieder gezeigt haben, und zwar, dass wir egal gegen welchen Gegner, dass wir da dominant auftreten können und Spiele gewinnen können. Ne? Aber das wussten wir auch schon davor, und von daher, wie schon gesagt, wir wissen um die Qualität, wir wissen, dass es ein schwieriges Spiel wird, und wir wissen vor allem, dass wir 100% da sein müssen, aber ich glaube, wir haben da das Selbstvertrauen an uns alle, dass wir da ein gutes Spiel machen können. Ich glaube, Erling, mein Bruder, bester Stürmer. Saka, Rafinha, Salah, Vini. Gibt ein paar, wo nicht so schlecht waren, ne? Also komm, nochmal Lamin. Spielt eigentlich keine Rolle, oder? Mittelfeld ist am miesesten. Granit, Jude. Ich will Jude auch nicht auf die Bank machen, muss ich ehrlicherweise sagen. Jetzt auf die Bank. Super, perfekt. That's my team of the year. Nicking Endo.